Morning from Silverstone. Qualifying, ja. In einer Stunde ist Qualifying. Qualifying. Und ja, Qualifying heißt 100% aus dem Auto rausholen, neue Reifen, leichtes Auto. Und mein Ziel ist, in die Top 15 zu fahren, gesamt. Wird der Martin das da blasen? Schafft er da, unter den ersten 15 zu bleiben? Kann sein, werden wir sehen. Es sind die ganzen starken Fahrer draußen, aber beim King Kong weiß man nie. Ich wünsche ihm das Beste. Wie schaut es mit Martin aus? Wird er unter die ersten 15 kommen? Wir hoffen, ja. Die Chancen sind nicht schlecht, aber wir müssen drauflegen auf jeden Fall. What's fascinating about this session is it's just an outlap and bang for these drivers. They're getting the heat into the tyres very quickly. Martin Conrad currently second in the AM class in the HTP Motorsport MS Racing Mercedes. He and Alexander Raquina in pursuit of the AM Championship. And this so far for Martin Conrad has been his best lap of the session. We've also got good laps in play from David Perel. Giuseppe Cipriani also winding up a bit of pace. And Conrad, if he keeps this lap up, is going to be right up there in the pecking order alongside Darren Berg. Potentially may even just pit the LC Bratislava driver in the for AM pole position. Taking that swooping line into Luffield. Needs to get the Mercedes on the pace as soon as he can afterward. David Perel, meanwhile, we said he was on a good lap. He goes fourth in the Rinaldi Racing Ferrari. They're not quite hitting the pace of yesterday's session yet. And Martin Conrad goes sixth with a 1 minute 59.531. So Tom Onslow Cole, the only driver to have dipped into the 1 minute 58 second bracket. Yesterday we had 11 of them under the 2 minute margin. Welche Kurven waren das bei dir? Ist das da, wo du aufreißen musst?
Auf 5 bin ich draufgekommen, dass man nach dem Curb, da ist nur mal so viel grüner Asphalt, dass man da auch noch reinfahren kann. Voriges Jahr war da so ein Loch, da hat es dann zwar einen Schlag gegeben, aber da haben sie irgendwie das Level erhöht und da kann man jetzt durchkarten und der Winkel am Exit ist einfach besser. Da bringt man einfach 500-600 wieder. In Kurve 6? Kurve 6 kommt mir vor, dass man länger links außen anbremsen muss und ein ganz leichtes V-Fahren muss man verliert vielleicht ein paar Hundertstel am Eingang, aber am Ausgang bringt man wieder 15 Hundertstel zurück, weil du einfach ein bisschen früher aufs Gas kannst. Und ja, wir brauchen da mehr Trägheit, man kommt einfach jede Runde auf ein paar neue Sachen drauf da. Aber ist ja gut gelaufen. I am from Bratislava, Slovakia. I am neighbor for my Austrian friends. And we meet and a lot of GT races with Martin and Alex. I think we are all bronze, that we are in the same category as a partner, but I think every time we run very fun races and Martin is very quick. Alex is every race quicker and quicker. It's not good for us, but I hope that we take good results also here. Of the 10th race of the International GT Open season. Yeah, well, will look to progress from row 4, as certainly will Alex Frasinetti and David Perel from row 5. The 6th row of the grid, yesterday's race with Marco Ciocci alongside Caca Bueno. Row 7, Martin Conrad, second of the AM qualifiers alongside Michele Rugolo. We're about to go racing for the 10th time this year in the International GT Open. Looking for the lights to change on the gantry, which they do now, and away we go. And it's a brilliant start from Onslow Cole, who leads the cavalry charge towards Copse for the first time. And the first few cars all through cleanly. Cristani goes...
los, haben ihm ziemlichen Ärger gemacht, einer hätte ihn beinahe rausgedrückt, aber er hat das gut gehandelt. You know, because so we need the arrow to place the car down. If you're following another car, you don't have the arrow. No, so the whole car gets loose. So it's really hard on you. Schaden am Auto, oder was? Wir wissen nicht genau, er sagt, das Lenkrad verstellt sich und es deutet auf einen Schaden hin. Wir müssen jetzt kalkulieren, ob wir irgendwas sehen, wo wir das Auto weiterschicken können und nicht noch mehr Schadenfläche. Was ist jetzt der Plan? Warten bis es offen ist. Because we are just a lap away now from the pit window opening. When they come round next time, they will be able to peel into the pits, get those pit stops started. Nein, jetzt nur das Auto. Wenn der jetzt reinkommt, nur hoch machen. Sollen wir die Räder legen? Spurstange war hier, ne? Hinten war Spurstange der. Boxenstopp? Nein. Er probiert. Will es weiter oder ist es jetzt stehen geblieben auf einem? Rad ist okay, also nicht mehr am Weitergehen. Okay. Er sagt Spurstange. Verbogen oder offen? Wir sind hier aus irgendwelchen Gründen. Das heißt, bevor die Räder runter macht, einmal durchschütteln, gucken, was ist an den Rädern. Alle Pickup-Points angucken. Wenn ansatzweise Gefahr besteht, dass irgendwas im Arsch ist, genau gucken, dann fahren wir halt später raus. Ja. Safety first, okay? Ja. Dominik! Aber was passiert jetzt? Relativ am Anfang ist irgendwas bei der Lenkung vorne gebrochen und wir hatten immer mehr Spiel. Das war zum Schluss 7 cm. Jetzt beim Boxenshop haben sie gesagt, da ist was gebrochen und haben sie den Alex nicht mehr rauslassen. Ja, mühsam ist kaum ein Ausdruck. Was war das letzte Jahr in Silverstone? Auch bei den Radlager? Die Oder? 3 Radaufhängung gebrochen. Die hintere Radaufhängung. Spa-Crash, hintere Radaufhängung, Silverstone, Meisterschaft AD. Und jetzt ich erst in Monza erledigt gehabt, da hat uns nämlich einer mit 250 in die Botanik befördert. Schauen wir, was in Monza passiert. Bruschetta a Monza.